Das ist so eklig, Alter. Muss man schon wissen, was Genau. das hier ist. Ich bin ja nicht hier der Einzige, der mit so einer Cam rumläuft. Ich habe was gefunden. Edelmaus ist gestorben. Voll der Beschiss. Ich habe keine Lust jetzt selber irgendwas da zu forschen. Er schneidet sich so zurecht, dass er gut dasteht. Raus aus der Stadt, rein ins Abenteuer. Typhoon on the road, alles wird noch neuer. Rucksack gepackt, Herz schlägt wie ein Feuer. Singapur bis Tokio, ich spür das ganze Abenteuer. Hallo aus Seoul. Wo sind wir? Wir sind irgendwo in Yeongmyo. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen angenehmer. Sieht schon gut aus. Weil viel Schatten, ein bisschen Luftdurchzug. Tut schon gut. Also heute haben wir schon echt bei 33 Grad Hitze nur unter der Sonne 14.000 Schritte gemacht. Und ja. Oh, ich habe was gefunden. Ich weiß nicht, was für ein Anhänger das sein soll. Aber schenke ich euch. Was hast du da gefunden? Keine Ahnung, irgend so ein Anhänger, glaube ich. Schön. Mag ich nicht. Aber danke. Gibt's da wieder Sonniges? Aber so ist ja fast alles so abgeschnitten, so richtig am Lawinen sitzen oder so ist hier nicht, ne? Nicht. Bisher. Bänke gab's da vorne, Ja, aber die sahen jetzt auch nicht besonders bequem aus. so dass man sich anlehnen kann. War jetzt nichts dabei. So, please do not walk on this pathway. This is for the spirits. Das Trikot auf jeden Fall an. Man könnte sich darüber streiten. Aber so ein großer Fan bin ich jetzt auch nicht. Von daher lasse ich es jetzt lieber mal. Was bist du für ein Fan? Köln. Aber ich habe nicht so viel Ahnung, also ich bin jetzt nicht so. Ja, FC Bayern sind schon die Besten. Das Einzige, was da gut ist, dass wir Kohle haben, sonst nicht. Das sagen sie auch über Galatasaray in der Türkei. Da bin ich. Und da ist irgendwas, keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber ja, werden wir schon gleich erfahren. Die Kim tut das gerade mal abchecken. Hier dürfen wir leider nicht hochgehen, was ich jetzt wiederum schade finde. Ja, voll der Beschiss. Ich will da hoch. Ich weiß nicht, was das für Hallen sind. Vielleicht so von damals, wo die Pferde oder sowas drin waren. Keine Ahnung, kannst du ja unten in die Kommentare mal rein klicken, falls jemand das weiß, was das für ein Gebäude hier sein soll. Und ja. Aber wenn das... Nee, das kann es auch nicht sein mit so Pferden. Weil dann können wir ja gar nicht da runterkommen. Was gibt es da hinten so Schönes? Gucken wir mal. Man kommt nur von da so eigentlich direkt so rein und dann kann man sich das mal so von hier so mal angucken, ohne hochzukommen. Da kann man auch nicht mehr hin und da sieht man das Ganze so, aber ist schon auch wieder ein Picture wert. Schauen wir mal. So. Und badabum. So, geht doch. Sieht ganz schick aus. Kommt später in Instagram rein und dann haben wir das Ganze schon wieder.
Da haben wir so ein tolles Tor wieder. Interessant. Da sitzt Volkan und die Kim. Die chillen da rum. Kim ist eine, die haben wir heute im Hostel kennengelernt. Und ganz cool. Wir laufen heute mit der rum. Ich weiß nicht, ob wir uns bei ihr angehangen haben oder sie bei uns angehangen haben, aber auf jeden Fall coole Themen, nette Person, sehr lieb. Man kann sich unterhalten mit ihr. So. Gab schon spannende Themen. Und jetzt sind wir halt an irgendeinem Tag. Ich weiß wirklich nicht, was das hier komplett hier sein soll, aber ja, weiß nicht. Wir rein. Hauptsache es sieht interessant aus. Und ihr habt es auch mitgesehen und ja, ich laufe rum und ihr könnt mitsehen, was hier so alles so Interessantes gibt. Die anderen wollten im Schatten bleiben. Ich nicht. Ich laufe rum. Ja, auch wenn ich schwitze, ich mach's für euch, damit ihr auch was zu sehen habt. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ist mir scheißegal, was es ist. Hauptsache, es sieht gut aus und ich nehme es für euch auf. Aber jetzt kam Kim daher und sagt, muss man schon wissen, was genau. das hier ist. Und zwar, das haben wir gerade gelernt, sind da alte Königinnen und Könige in den Ahnentafeln verewigt sozusagen. Und das ist zum Gedenken an die verstorbenen Könige und Königinnen. Einmal im Jahr gibt es hier eine Zeremonie mit Musik und es hat sehr viel Tradition. Und es ist ist sehr nach heilig. dem konfuzianischen Prinzip sehr simpel gehalten. Also die Prinzipien waren Ordnung, Schlichtheit. und Tradition, Ja. glaube ich. Irgendwie sowas. Genau, und es ist zwar schlichter als die Paläste, aber hat eine tiefe Also es ist ein sehr, Bedeutung. ja, also es ist ein sehr ehrenvoller Platz irgendwie so. Kannst du Und den auch noch filmen? ein sehr ehrenvoller Platz und der wird mehr geheiligt als wie alle anderen Paläste. Ja, der ist den Koreanern sehr wichtig. Ja. Wieder was gelernt. Ich entschuldige mich bei jedem Koreaner. Ich habe halt gesagt, ich glaube, das sind so Pferdehallen oder so. Sieht tatsächlich ein bisschen so aus, finde ich auch. Tut mir leid, ich wusste es nicht, aber okay. Jetzt Sorry, weißt du's. tut mir leid. Ich schneid's raus. Cut. Er schneidet sich so zurecht, dass er gut dasteht. Er tut erst uns reinschneiden und danach ihn. Und dann wie er sagt, wie schön hier. Jetzt laufe ich noch eine Runde und sage, wow, wie schön das Ganze ist. Nicht keine Pferdehallen. Nee, okay. Jetzt wissen wir es auch. Dankeschön. Und es ist erbaut, ich muss noch mal schnell nachgucken, 1300 irgendwas auch, also schon sehr alt. Wow. 1394 und seit 1995 ist es UNESCO-Weltkulturerbe. Okay. Aber gefühlt ist jeder zweite Scheiß UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. Ungefähr. Ist natürlich kein Scheiß. Piep. Ja, jetzt wisst ihr es auch. Ja. Aha. Was gibt's denn da? Steinchen. Ausgrabung. Hm. Gibt's Walkie-Talkies? Kaufen wir uns 3 Stück. Mayday. Telefon hat jetzt hier die Walkie-Talkies, wenn ihr in die Türkei gefahren seid? Nein, nie. Okay. Wir Ja. hatten das dann halt, weil wir dann so 3-4 Autos waren. Ja. Und das war für uns als Kinder der Highlight. Also, Ich fand es auch mal total toll. also wo wir in die Türkei gefahren sind, sind wir nie mit anderen gefahren, weil das ist nur Aufhalterei. So, der eine fährt zu schnell, der andere fährt zu langsam. Und jetzt links, rechts, oder? Links. Links. Die ist hier irgendwo so in der Richtung. Richtung Hostel dann, wenn wir gehen. Ich hoffe, die
Wäscherei finden wir dann wieder. Ja. Interessant. Da sind die ganzen Läden geschlossen anscheinend. Und hier geht's glaube ich wieder raus. Ich glaube, Ja. oder? Dadurch. Also da war schöner. Ach hier. Wollen wir da lang? Ja. Oder da rein? Mal, der Hauptmarkt, wir sind jetzt hier, ist eigentlich das da. Mit gefakten Klamotten. Ne, ist nicht meins. Ja, da war schön viel. Hat zwar gerochen, aber war mir gerade scheißegal. War schön kühl. Ich will ja keine Werbung machen, aber Wasser so ist schon wichtig. Mache ich eigentlich immer mit der Cola. Das war jetzt nach so einem asiatischen Laden. Die hatten diese Dinger. Damit sieht voll geil aus, aber Garlic Bread. Schon interessant. Ich glaube, das ist sehr viel Garlic. Das ist ein Traditional Market. Okay. Hat meine koreanische Freundin. Mhm. Die haben voll für so getrocknete Erdbeeren. Das ist mit weißer Schokolade drin. Mhm. Ah, probieren könnt ihr. 20.000, 10.000. Oha. Mhm. How much? 10.000. Welches kostet was? Das kostet 10.000, das kostet 20.000. Und steht Okay. jetzt da drauf. Mhm. Aber 10 für Atlantik. Ja, 10 Uhr. Eng, aber ich muss mal schauen. Also Tattoo-Shop sogar. Ja. Aber können wir das überhaupt mitnehmen? Wohin? Nach Japan und so Warum weiter? willst du mitnehmen? Du brauchst ja keine große Packung. Ja. Du kannst immer mitnehmen, ja? Nein, weil doch oftmals Früchte ja doch verboten sind. Ich weiß gar nicht, ob es getrocknete Früchte Ich habe verboten jetzt sind. auch getrocknete Mango und ich sag das aber auch immer nicht. Okay. Ich muss mal schauen, ob ich das habe. 10 sind 7 € oder so. Mhm. Weil ich nicht so gut bin. Aber ich habe eh gerade keine 10. Okay. Thank you. Danke. Sieht ja mal mega aus. Sind das nicht die, was die in Türkei machen und niemand es mag? Doch, das sind die. Das sind die. Wie heißt denn das nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist so eklig, Alter. Ups. Ist nicht ein Shake? Ja. Der Fresh Coke Stop. Ich glaube, ich hol mir was. Ja, 5 sind. Ich glaube 3 €. Was mag ich denn? Sowas vielleicht. oder mixed. Ja. 나야. 네, 감사합니다. 안녕하세요. Hallo. Can I have this? Wahrscheinlich ist das günstiger. So. How much? 5,000.
Oh, ich dachte, was ist das? Also es ist nicht so wie in Südostasien, da ist Slush-Eis oder so, ja? In Südostasien ist schon kurz vor tiefgefroren, so ein Slush-Eis, was auch echt nicht gut geht. Vietnam haben wir so als die haben die so gepresst. Ah, okay. Das wollte ich auch auf. Ich muss echt mal langsam nach Vietnam. Das wird langsam sein. Aber ist doch auch schön mitten in der Stadt hier so, Ja, voll. dass du da langlaufen kannst. Ja, Ist so ein bisschen von der Stadt so ja weg. genau. Das, was ich eben im Park gesucht habe. Kann man auch rübergehen. Ja, cool. Wollen wir rüber? Eigentlich eben später. Ja gut, dann können wir es ja direkt hier machen. Ich traue mich mal als erstes. Wenn ich hier die Koreaner so einen romantischen Spaziergang machen. Sind halt okay. Mhm. Ich bin ja nicht hier der Einzige, der mit so einer Cam rumläuft. Eigentlich schon, ne? Nein. Nein, ich habe gestern so viele gesehen und dann noch professioneller noch dazu. Dann dachte ich mir, ja, auf jeden Fall. So mit so wirklich so Kameras, keine Ahnung. Da, Dumpling. Es gibt ja auch Chicken Dumpling, wie schmecken die? Annyeonghaseyo. Can I get one chicken dumpling? Can I have chicken and kimchi? Vegan kimchi, vegan. Sos istiyor musun? Ich weiß nicht, wie schmeckt Das so wie Soja. Was heißt Danke auf Koreanisch? Weißt du was? Das hatte ich gefragt, aber es ist sowas Langes, dass ich mir nicht merken konnte. Kann ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich dieses Annyeonghaseyo sagen kann. Was heißt Hallo. das? Ja. Aber, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, aber das Lustige ist, wenn du zum 7-Eleven rausgehst oder so, dann sagen sie es nochmal und das hat mich konflikt. Ja, ist ja so wie Ciao, sagen die auch manchmal zu Italiener. beidem. Oder wie zu Servus oder sowas Ja, ja. in Bayern. Kannst du auch, ja, stimmt. Gibt's bei euch Hello Kitty? Also gibt's, aber wie meinst du? In Köln halt. Keine Ahnung. Bei uns ist Bei es mir voll nicht. ausgestorben. Ich habe es hier schon wieder gesehen. Ah, Dann dachte ich mir, hä? ich glaube, es kam mal wieder, oder? Diddlemaus ist gestorben. Ja, Die ja. existiert nicht mehr, aber Hello Kitty hat immer existiert. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, die ist auch Ja, in gestorben. Deutschland ist einiges ausgestorben. Da sind die Menschen genauso ausgestorben. Boah, Diddle habe ich immer gesammelt. In der Grundschule. Okay. Ja, ich hatte diesen Ordner immer und dann hat man getauscht. Ne? Meine Cousine haben es gemacht, ich nicht. Eigentlich richtig cool finde ich, dass das auch damals Typen bei uns haben das auch Jungs gemacht. Das wird es heute nicht mehr geben. Auf gar keinen Fall, aber Stell mal vor, die- so Blockpapier hat man ja auch Und dann ausgetauscht. Genau, und dann hat jeder, war man so Ja. richtig stolz, Sabatika? dass man einen eigenen Block hat, fertig. Ja, Block war geil und dann hattest du so Folien noch, wo du Ja, die einzeln so reintun konntest. Blöcke, die so aneinander gepasst haben, Stimmt. mit so Wellen oder so Riechdinger, die so gut gerochen haben. Das war auch Highlight. Das weiß ich Wo nicht die mehr. ganzen Kinder angefangen haben, rumzudealen und den Wert zu erkennen von was. Ja, ja. Und dann gab's ja auch die Tamagotchi. Ist Mochi, warte mal. Eher auch japanisch, oder? Das ist japanisch, ja. Mit innen Eis. Wobei das echte Mochi-Ding ist, glaube ich, eigentlich mit so Bohnenpasta auch Ja. drin und gar nicht mit Eis. Rote Bohnenpaste. Ja. Es gibt diese Fische, die hier verkaufen, die Teigfische. Da ist auch diese rote Bohnenpasta. Ja. So, 35.000 geknackt.
Das war die längste Fußgängerbrücke, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Şehirden çık, maceraya dal, tayfun yolda. Her şey yeni, her şey canlı. Sırt çantam hazır, kalp atıyor ateş gibi Singapur'dan Tokyo'ya.